Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer die Dinger hier sieht, der weiß, es gibt was auf in die Ohren. In dem Fall heute ein Open-Ear-Ohrhörer / Kopfhörer von OpenRock, und zwar der OpenRock X. Und wie ihr hier sehen könnt, kommt der mit der krassesten Verpackung daher, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber das Ding ist riesig, obwohl die Ohrhörer eigentlich klein sind. Wir gucken es uns einmal an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin schon gespannt, wie ein Flitzebogen das Ding auszupacken, aber wir machen natürlich trotzdem erst den Faktencheck. Ihr seht hier eine riesige Verpackung, auf den Seiten dann aufgedruckt, ein paar Details, 14,2 mm Treiber sind verbaut. Gucken wir mal, was das nachher mit dem Sound macht. Wir haben hier die Möglichkeit, ja, Sound-Effects zu haben. Ich nehme an, damit ist der Equalizer gemeint. Wir haben Multipoint-Connection, wir haben Bluetooth 5.3 mit dabei. Das heißt, das ist natürlich was, wenn ihr mit mehreren Geräten verbunden sein wollt, ist das ein Feature, welches vielleicht wichtig ist. Wir haben 4 Mikrofone, um auch bei Telefonanrufen gut kommunizieren zu können. Wir haben IPX5, sodass auch beim Schwitzen während des Laufens nichts passieren sollte. Und ganz unten halt noch der Hinweis auf Bluetooth 5.3. Auf der Rückseite nichts mehr, auf der Oberseite nichts mehr. Jetzt packen wir dieses Riesending einmal aus und gucken, was denn da überhaupt alles drin ist, denn die Kopfhörer sind eigentlich ganz klein. So, wir legen los und ich hatte gedacht, ich hätte hier oben schon die Folie eingerissen, aber das ist nur die erste Schicht von der Folie. Jetzt komme ich hier gar nicht ran. So, Moment, da brauchen wir doch was zum Schneiden. Ich dachte, das kriegen wir so gelöst, aber kein Problem. Schere ist da, Folie eingeritzt und jetzt reißen wir die einmal ab. Und dann, ja, ich habe gerade noch gar keine Vorstellung, wie man das jetzt hier überhaupt aufmacht. Also ob das geklappt wird, rausgezogen wird oder wie auch immer. Es wirkt auf jeden Fall ja, wie eine so eine Rätselschachtel, wo man versuchen muss ranzukommen. Aufklappen tut man es schon mal nicht, okay. Rausziehen, nee, der geht nach oben, das kann eigentlich auch nicht sein. Das wird nicht nach unten rausgezogen. Hier oben kann man es nicht aufklappen. Machen wir mal nicht zu gewaltvoll. Da bewegt sich auf jeden Fall was, aber das ist auch nicht richtig. Ich gucke nochmal auf der Rückseite. Also die erste Challenge ist auf jeden Fall schon mal die Verpackung zu öffnen. So viel kann man sagen, okay, die Sachen bewegen sich. Hier oben, das bewegt sich. Ah, okay. Ich glaube, ich hab's oder ich hoffe, ich hab's. Man muss hier vorne, nee. Da oben, jetzt haben wir es. Mensch, das war ja wirklich kompliziert. Und was ist das bitte für eine Verpackung? Das ist ja völliger Wahnsinn. Hier wird quasi der Kopfhörer oben oder der Ohrhörer oben, den seht ihr, das ist das Rote. Der Rest ist alles nur Verpackung, ist ja der absolute Hammer. Das ist definitiv die größte Verpackung für Ohrhörer, die ich je gesehen habe. Und auch krasseste, mit diesem 3D-Effekt hier noch drin. Hammer, was die da auf die Beine gestellt haben. Ich glaube, das ist nur bei der Sonderedition jetzt hier so. Ich glaube, bei den normalen Versionen, die ihr im Webshop kaufen könnt, ist das, vermute ich zumindest nicht so. Auf jeden Fall eine sehr krasse Verpackung. Aber gut, lassen wir uns davon mal nicht irritieren. Uns interessiert ja eigentlich der Ohrhörer und den haben wir hier oben in einem Mattrot. Auch das gefällt mir richtig gut. Ich mag grundsätzlich matt, insbesondere Metallic, so diesen Metallic-Touch, der dann matt ist. Also wirklich richtig cool. Gibt es das überhaupt? Metallic matt? Ich weiß es gar nicht. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. So, hier unten haben wir dann noch Beschreibungen und so weiter und so fort. Packen wir die Verpackung mal weg. Da brauche ich quasi einen eigenen Lagerplatz für. Und dann schauen wir einmal, was denn hier noch in diesem kleinen Holzkistchen mit drin ist. Kopfhörer bzw. Ohrhörer gucken wir uns dann gleich natürlich im Detail an. So, einmal hier ein Quick Start Guide mit verschiedenen Informationen. Ist alles aber wirklich sehr quick und kurz gehalten mit Abbildungen, und ihr seht hier aber auch auf Deutsch, wobei Deutsch relativ ist, denn es ist geht eigentlich immer nur um die Abbildungen. Tun wir das mal beiseite. Was haben wir hier noch? So ein kleines Kärtchen. Sieht aus wie von einer Rolex. Also wenn man quasi das Zertifikat hat, und ich glaube, das bezieht sich hier auf diese Figur, die hier noch dabei ist. Auch die, glaube ich, zumindest nur in dieser Sonderedition enthalten. Hat jetzt mit dem Ohrhörer an sich nichts zu tun. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Ring. Der wiederum macht durchaus Sinn, denn wir werden nachher sehen, an der Verpackung von den Ohrhörern ist eine kleine Schlaufe, da könnte das Sinn machen. Hier haben wir dann noch einen Anhänger, wo vermute ich jetzt mal, was könnte da reinkommen? Kabel? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht, aber womöglich können da die Kabel rein. Das ist hier das Kabel, USB-C ist natürlich mit dabei. Das ist natürlich sehr gut, dass wir da nicht noch einen alten Standard haben. Und jetzt gucken wir uns die Ohrhörer mal im Detail an. Sehen auf jeden Fall sehr, sehr wertig aus, muss man an der Stelle erstmal sagen, genauso wie die Verpackung.
So, da haben wir das kleine Kästchen, wie gesagt, hier in mattrot, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Gibt es ansonsten im Shop, glaube ich, in schwarz und in weiß. Hier die Sonderedition jetzt eben in rot. Hier oben so ein kleines Silikonhäkchen, damit ihr das dann irgendwo befestigen könnt, so ihr das denn wollt. USB-C Ladeport an der Seite, sehr gut zu erreichen. Ansonsten hier oben drückt ihr einmal drauf und das springt auf. Und ihr seht hier auch noch die kleine LED, die den Ladezustand anzeigt. Und dann könnt ihr die hier einmal rausziehen. Und das macht erstmal einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck. Also ich finde, dass das hier optisch sehr gelungen ist. Fühlt sich auch gut an. Also in der Mitte ist natürlich Plastik, aber die Hülle ist, denke ich, aus Aluminium. Hier unten nochmal aufgetragen, welches der rechte, welches der linke Kopfhörer ist, beziehungsweise Ohrhörer. Die USB-C-Schnittstelle kommt mit raus, sodass ihr sie auch im geöffneten Zustand laden könnt. Ansonsten wird die hier durchgeführt. Der Knopf ist für die Multipoint Connection. 2 Sekunden drücken und 10 Sekunden für Factory Reset. Und dann haben wir die Ohrhörer an sich. Gucken wir uns die auch nochmal im Detail an. Und es sind ja Open-Ear-Kopfhörer bzw. Ohrhörer, die erstmal auch hier oben einen guten Eindruck machen. Das ist so ein bisschen gummiert. Hier steht der Hersteller auf der Innenseite. Ich glaube, bei den Varianten, die es aktuell im Webshop zu kaufen gibt, steht hier die Herstellerbezeichnung. Ansonsten sieht das erstmal gut aus. Also in diesem Rot gefällt mir das. Hier unten der Knopf, ihr habt keine Touch-Oberflächen, sondern bedient das Ganze über diesen Knopf. Da könnt ihr auch ein- und ausschalten und so weiter und so fort. Ansonsten hat das hier oben ein drehbares bzw. schwenkbares Gelenk. Zum einen nach oben und unten oder welche Richtung jetzt hier in dem Fall links, rechts und nach vorne und hinten. Dient dazu, damit ihr das Ding wirklich perfekt auf euer Ohr einsetzen könnt. Und das zeige ich euch dann gleich bei Halt im Ohr bzw. Halt am Ohr, dass das auch tatsächlich gut funktioniert. Insgesamt würde ich sagen, ist es optisch gut. Sieht sehr gut aus, mir gefällt es sehr. Hier ist noch so eine kleine LED, die gerade anzeigt, dass wir im Kopplungsmodus sind. Und auch von der Verarbeitung her und so weiter sieht das gut aus. Hier auf der Innenseite der eigentliche Lautsprecher sozusagen. Hier oben Mikrofone, dann auf der Innenseite haben wir gerade die 2 Punkte zum Laden gesehen. Das dürften hier Mikrofone sein, wenn ich mich nicht täusche. Auch hier nochmal ein kleines Mikrofon. Genau, also macht auf den ersten Blick schon mal einen sehr wertigen und auch optisch für mich zumindest ansprechenden Eindruck, wenn man denn rot mag. Ansonsten, wie gesagt, schwarz und weiß. So, als nächstes zu Halt im bzw. am Ohr, denn ihr könnt natürlich das Ding nicht in euer Ohr reinstecken, sondern führt es, wie hier gezeigt, hinten am Ohr vorbei, also der Bügel wird hinten am Ohr vorbeigeführt und dann könnt ihr über die Höhenverstellung und über die Seitenverstellung den Lautsprecher / den Ohrhörer in euer Ohr so gut reindrücken, dass es A nicht drückt, das ist natürlich der eine Punkt, dass es B aber auch einen ausreichenden Halt gibt und vor allen Dingen auch, und das ist das Wichtige, dass der Sound vernünftig durchkommt. Deswegen guckt genau, wie ihr das einstellen müsst. Das ist so ein bisschen tricky, dass ihr da diesen Lautsprecher hier, ich nenne es mal Lautsprecher, auch perfekt in euer Ohr einführt. Probiert definitiv, wenn der Sound euch nicht gefällt, aus, das Ganze noch ein bisschen einzustellen. Setzt aber auch nicht zu viel Druck an, weil sonst kann das auf Dauer ein bisschen drücken. Ich hatte etwas festgedrückt bei meinem Test und dann hat das auf Dauer etwas gedrückt. Also nicht zu viel, aber schon so, dass es gut im Ohr sitzt, damit ihr auch entsprechend beim Sound das volle Potenzial des Ohrhörers entfalten könnt. Wie immer haben wir natürlich einmal die Kapazität im Gehäuse und einmal die Kapazität des Ohrhörers selber, grundsätzlich per USB-C nachzuladen. In einer Stunde oder beziehungsweise in 5 Minuten könnt ihr 1 Stunde Laufzeit nachladen. Das geht ziemlich fix, gerade wenn ihr mal schnell nachladen wollt, überhaupt kein Problem. Grundsätzlich Akkulaufzeit gibt der Hersteller für die eigentlichen Ohrhörer mit 12 Stunden an. Da bin ich nicht dran gekommen. Ich habe gerade eben so um die 10 geschafft. Hier unten seht ihr übrigens nochmal die Ladeports. Also insofern, das sind nicht 12, sondern 10, wenn man es mit einem realistischen Wert betrachtet. Es sind da immer bis zu 12 Stunden. Wenn man sehr leise hört und so weiter, mag das auch gehen. Übrigens eine Kleinigkeit, die ich euch noch zeigen wollte, wo auch wenn mir das jetzt nicht gerade in dieses Kapitel passt, wenn ihr den Ohrhörer angepasst habt, das ist ein kleiner Nachteil, ihr müsst den immer in diese Originärform zurückbringen, damit es im Gehäuse dann hält nachher. Ne? Das ist so eine kleine, ja, so ein kleines Manko aus meiner Sicht, was aber dem Ganzen natürlich keinen Abbruch tut. Also, wie gesagt, ich bin auf 10 Stunden gekommen, 12 Stunden gibt der Hersteller an. Das gesamte Gehäuse soll 48 Stunden bringen. Da bin ich tatsächlich relativ äquivalent zu dem, was ich bei den 10:12 habe, bin ich auf knapp 40 gekommen. Aus meiner Sicht mehr als ausreichend und ich glaube auch für die meisten von euch dürfte das definitiv ausreichend sein. Der Soundcheck und wie immer gilt beim Soundcheck, ich teste die Kopfhörer rein subjektiv, Sound ist nie objektiv, mit meinen Referenzsongs, höre die einmal durch und bilde mir dann eine Meinung dazu. Und jetzt muss man sagen, es gibt ja hier quasi einen Ohrhörer, der Open-Ear ist, sprich der geht nicht in euren Gehörgang und der dichtet auch nicht ab. Das ist, was das Thema Bass angeht, natürlich ein Nachteil, wenngleich ich sagen muss, basstechnisch ist das okay, aber man kann es halt nicht mit In-Ears vergleichen. Das muss man direkt schon mal sagen. Ansonsten ist der
Klang aus meiner Sicht ein rundes Gesamtpaket. Es gibt nichts, was besonders positiv, aber auch nichts, was besonders negativ hervorsticht. Es ist in sich schon gut. Ihr müsst halt insbesondere darauf achten, dass ihr das Ding richtig einsetzt. Dann würde ich sagen, kann man auch noch was machen. Und vor allen Dingen, wenn ihr mit dem Equalizer nacharbeitet, dann könnt ihr auch noch was machen. Dann geht der Sound schon in Richtung von gut plus. Man muss aber sagen, es fehlt so ein bisschen das letzte Quäntchen. Also es ist nicht irgendwas, was mich besonders mitgerissen hat, dass ich sagen würde, der Sound ist unfassbar gut, aber ich würde sagen, eine gut plus mit Equalizer und optimaler Einstellung des Ohrhörers, das ist für so einen Ohrhörer bzw. Open-Ear-Kopfhörer schon in Ordnung. Ja, eine passende App gehört natürlich mittlerweile zum Standardprogramm und so auch bei den OpenRock X. Wir haben hier eine App, die ihr verwenden könnt. Die gilt natürlich nicht nur für die Variante X, sondern auch für Pro und ähnliches. Wir können hier Gerät wechseln, trennen und so weiter und so fort. Vielleicht weniger relevant. Wir haben im unteren Bereich dann einmal die Akkukapazität bzw. den aktuellen Ladezustand. Wird immer aktualisiert, wenn ihr die aus dem Gehäuse nehmt bzw. das Gehäuse aufmacht. Das ist vielleicht ganz interessant noch zu sehen, dass wir hier auch diesen kleinen Ladeindikator haben. Sprich, wir laden ja gerade den rechten Ohrhörer im Gehäuse, der linke ist draußen. Finde ich ganz spannend. Das gibt es, glaube ich, bei anderen Herstellern eher selten. Wir haben den Equalizer, ich habe es schon erwähnt, aus meiner Sicht essentiell, dass ihr da nicht auf die Standardmodi geht. Die sind okay, würde ich sagen, aber stellt das unbedingt individuell ein, damit ihr da auch das Optimale aus eurem Kopfhörer bzw. Ohrhörer rausholen könnt. Macht es so, wie ihr es für richtig haltet, stellt das ein und dann kann man da definitiv mehr rausholen als in der Standardeinstellung und auch mit den Standardprogrammen. Denn zum Beispiel der Rock-Modus war für mich bei Rock, ja, nicht optimal, so formulieren wir es mal. Gut, Begrenzung der maximalen Lautstärke finde ich super, dass das verbaut ist, würde ich auch immer einstellen, damit ihr euch die Ohren nicht kaputt macht. Ob es jetzt 80 oder 86 oder 92 Dezibel sind, das muss dann jeder selber entscheiden. Ich persönlich würde es immer bei 80 belassen, aber da ist ja jeder auch unterschiedlich, was sein Hörvermögen angeht. Tragedauererinnerung dürfte, denke ich, klar sein. Da gibt es einen Hinweis, wenn ihr die Kopfhörer oder Ohrhörer länger getragen habt als 4 Stunden, wie viele Stunden auch immer ihr einstellt. Das ist für mich so ein bisschen optional. Gesten darf man nicht verwechseln. Es gibt keine Gesten im Sinne von Touch, sondern es gibt Gesten im Sinne von, wie oft drücke ich den Knopf. Lange gedrückt halten könnt ihr konfigurieren. Einmal drücken und zweimal drücken dieses Knopfes hier an der Unterseite lässt sich dann nicht mehr konfigurieren. Übrigens gibt es hier, wie gesagt, außen halt keine Touchfläche. Einmal drücken, zweimal drücken, dreimal drücken sind nicht zu konfigurieren, aber das dürfte, denke ich, die Themen auch klar sein. Lange gedrückt halten könnt ihr auch, wenn ihr wollt, den Sprachassistenten auf eurem Telefon aktivieren oder halt eben lauter, leiser und das Mikrofon ein- und ausschalten. Thema Raumklang, die OpenRock X bringen Raumklang mit sich, habe ich ausprobiert, war jetzt so okay, würde ich mal sagen, gibt es sicherlich andere Kopfhörerhersteller, aber auch in anderen Preisklassen, die machen es besser. Sound Balance dann vielleicht schon wieder eine etwas andere Geschichte, da könnt ihr halt einstellen, wenn ihr zum Beispiel besseres Hörvermögen links oder rechts habt, könnt ihr da die Lautstärke einstellen und zwar nicht nur in, also stufenlos, sondern nicht nur in Stufen, das wollte ich damit sagen. Automatisches Ausschalten dürfte, denke ich, auch klar sein, wenn sie nicht benutzt werden, wann sollen sie sich ausschalten. Grundsätzlich könnt ihr das Ding ausschalten, indem ihr die Ohrhörer reinpackt und zufahrt. Aber ansonsten, auch wenn sie daneben liegen, könnt ihr sie halt ausschalten oder auch mit dem Button hier unten ausschalten. Dürfte, denke ich, eigentlich klar sein. Gut, Kopfhörer suchen. Sprachansagen haben wir als erstes noch, sind auf Chinesisch. Ich vermute, das erste ist Chinesisch und Englisch verfügbar. Deutsch ist hier nicht mit drin, aber aus meiner Sicht kein Problem. Und Ohrhörer suchen dürfte auch klar sein. Ich mache mal den Sound an. Und dann hört ihr dieses kleine Piepen. Funktioniert nur, wenn sie nicht im Gehäuse sind, logischerweise. Also insofern, das passt dann und unten noch das Firmware-Update. Aus meiner Sicht alles enthalten, was nötig ist. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Die App, würde ich sagen, Daumen nach oben. Gut, kommen wir zu meinem persönlichen Fazit zu den OpenRock X und ich muss sagen, mich hat die Verpackung auf jeden Fall geflasht. Die Verpackung von dieser Sonderedition ist echt der Hammer, das größte Ding, was ich je gesehen habe, aber das ist natürlich für die Bewertung völlig unerheblich, weil A, kriegt nicht jeder die Sonderedition, B, gibt es dann am Ende dafür natürlich keine Punkte, weil es ist halt, hat nichts mit den Ohrhörern an sich zu tun. Insgesamt Optik und Haptik gefallen mir bei dieser matt-roten Variante sehr, sehr gut. Die Haptik und auch die Optik dürfte bei Schwarz und Weiß ähnlich sein. Logischerweise die Farbe ist eine andere, aber vom Grundsatz her wird sich das ähnlich anfühlen. Die Ohrhörer selber, finde ich persönlich, machen auf jeden Fall auch einen guten Eindruck. Auch die Verarbeitung mit diesem Gelenk, was wir haben, richtig, richtig gut. Der Akku reicht aus meiner Sicht mehr als aus, um damit über den Tag
Tag zu kommen, 10 Stunden plus halt zusätzlich nochmal die Kapazität im Gehäuse. Das Gelenk hier oben, wie gesagt, macht echt auch einen guten Eindruck, muss es auch, denn ihr werdet das definitiv benutzen müssen, um es optimal an euer Ohr anzupassen. Und dazu gehört übrigens natürlich auch, die Haptik ist insgesamt, also nicht nur von dem Gehäuse, sondern auch von dieser Plastikeinheit hier, insgesamt wirklich ein richtig guter Eindruck für den Preis. Muss das aber auch sein, muss man sagen. Und zum Preis kommen wir ja gleich noch. Kleiner Nachteil vom Gehäuse, ihr müsst es immer wieder hier in diesen Standardzustand bringen. Und das ist etwas schade, ganz einfach, weil ihr definitiv an euer Ohr angepasst diesen Ohrhörer tragen werdet. Deswegen ist das definitiv ein kleiner Nachteil. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Halt am Ohr bzw. im Ohr aus meiner Sicht sehr gut. Es gibt ein Anwendungsszenario, wo mir aufgefallen ist, dass es etwas wackelt, und das ist nicht die Bewegung, die ihr beim Laufen macht, sondern es ist, wenn ihr den Kopf so zur Seite dreht. Dann klappt der Ohrhörer etwas nach vorne, wenn ihr nicht den Druck eng eingestellt habt, also wenn ihr nicht wirklich Druck drauf gegeben habt auf dieses Gelenk unten, und dann wirkt es wieder so, dass es auf Dauer etwas wehtut. Also da müsst ihr so ein bisschen den Mittelweg finden zwischen es hält gut und es gibt nicht genug Druck, beziehungsweise gibt genug Druck. Das ist ganz wichtig nochmal zu wissen, da muss man den Mittelweg einfach so ein bisschen sich raussuchen. Ja, wie ich schon gesagt habe, Sound, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Sound geht auf jeden Fall in Ordnung, gibt ein Gut, wenn ihr über den Equalizer arbeitet, ein Gut Plus vielleicht sogar. Es fehlt etwas am Bassdruck, aber das liegt einfach daran, dass wir hier über Open-Ear-Kopfhörer sprechen. App aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben, ist alles enthalten, was notwendig ist. Ja, was ist jetzt das finale Fazit? Man muss sagen, erstmal grundsätzlich Ohrhörer und so weiter und so fort, alles in Ordnung und auch gut. Für den Preis muss es das auch sein. 179 € ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Da würde ich sagen, wenn es günstiger wird, kann man sich das überlegen. Für 179 € ist es schon grenzwertig. Danke euch fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ihr mir in den Kommentaren was da lasst. Alexa, Kamera aus. Okay.